Der Naish Triad ist durchaus ein schon bekannter Name bei den Kites, aber jetzt wurde er komplett neu aufgesetzt und hat hier Anleihen vom Boxer, eine Mittelstrut, die ganz gerade gehalten ist. Abgestürzt wird das Ganze hier mit einer 4-Punkt-Waage mit einem Pulli. Die Steuerleinen sind direkt mit dem Tipp verbunden und haben 2 Anknüpfpunkte, um hier Bardruck und Turning Speed an persönliche Geschmäcker anpassen zu können. Wie alle Naish-Modelle haben wir hier ein Subventil. Das ist zum B- und Entlüften auch bei Kites das sinnigste, was es so gibt. Und ein Adapter ist für jede erdenkliche Pumpe auf dem Markt mit beigelegt. Wie bei vielen Modellen ist jetzt auch hier die Schlauchverbindung des One-Pump-Systems ganz gerade gehalten, großer Durchmesser, damit das B- und Entlüften schnell geht. Leinenabweiser gibt es am Ende der Fronttube und an den beiden äußeren Querstruts dieses 3-Strutters. Die mittlere Querstrut benötigt keinen Leinenabweiser. Naish verwendet auch hier beim Triad ein 4-fach-Ripstop-Material. Dieses Flugtuch ist bis knapp vor die Tippenden durchgezogen. Die Abrisskante und die äußeren Tippbereiche sind mit Dacron gehalten. Alle Querstruts sind jeweils mit einer Single-Naht am Flugtuch befestigt und von der Innenseite gedoppelt und verklebt. Wenn beim Wasserstart mal ein wenig Wasser hinter die Fronttube schwappt, wenn er auf der Fronttube liegt, gibt es an den Tippenden Netzmaterial, wo das Wasser ablaufen darf. Bei den Verstärkungen hat man hier beim Triad auch nur auf das Notwendigste gesetzt und diese sind dann aus Cordura-Material oder mit hübschen EVA-Patches gestaltet. Was bei dem ersten Kontakt des Naish Triad sofort auffällt, ist, dass wir hier einen sehr leichten Schirm in der Hand haben, der exzellent auch bei geringsten Windstärken sofort sauber angeströmt wird und sehr stabil am Himmel steht. Dementsprechend haben wir diesen Schirm auch fürs Foilen auserkoren, obwohl das nicht zwingend in der Agenda, jedenfalls laut Werbung von Naish, auf der Seite steht. Da spricht man im Text von Freeride und Wave und wenn man das vergleicht mit anderen 3-Strut One-Fits-All-Kites, will ich sie mal nennen, oder auch Wave-Kites, weil hier die Form sehr ähnlich ist und es gibt auch Anleihen vom Naish Slash, haben wir ein gutes Angleitvermögen. Das heißt beim Foilen zum Beispiel, wir brauchen 10 Knoten mit einem 1200er Flügel, also auch wieder ein früh steigender Flügel in dem Vergleich, um sauber gleichmäßig foilen zu können und mit dem Twin-Tip mit einem Triad in 12 Quadratmeter und einem Fahrer von 80-85 Kilo brauchen wir 14-15 Knoten. Der Schirm fliegt hier nicht an den äußersten Windfensterrand, er bleibt einen kleinen Tick tiefer im Windfenster stehen. Das bringt ihm auch diese schöne, gleichmäßige, satte Anströmung und den Vortrieb. Aber er ist beim Höhelaufen jetzt nicht sehr gut, sondern wirklich auch nur gut. Und kommen wir zum Barfeeling, da haben wir wirklich ein kinderleichtes Handling mit leichten Kräften beim Steuern und auch bei den Haltekräften. Diese erhöhen sich nur minimal im wirklich obersten Windbereich und sind jederzeit halt völlig unstressig. Auch für sehr leichte Personen ist das Ganze hier ganz einfach zu handeln. Das alles Entscheidende ist aber, was diesen Schirm hier wirklich großartig macht, ist das unglaublich homogene Barfeeling, was Präzision, Leichtigkeit und optimale Positionierung angeht. Hier fühlt er sich ähnlich großartig an wie ein kurz zuvor getesteter Duoton Evo Classic, allerdings hier mit einer etwas höheren Agilität. Dabei sind die Drehradien, je nachdem wie man aussteuert, eng, aber nicht super eng. Und sein Flugbild ist stets zu 100% rund. Dabei ist die gesamte Kombination hier ein Mix aus einer mittleren bis hohen Fluggeschwindigkeit, diesen Drehradien und einer Kraftentfaltung, die gleichmäßig ist, aber niemals aggressiv. Deshalb gibt es vergleichsweise auch bei Loops jetzt kein riesiges A und O, sondern einfach nur
viel Kontrolle. Die Flugstabilität hatten wir schon angesprochen. Hier gibt es ein wirklich extrem stabiles Bild bei selbst geringster Windstärke, und auch wenn man dem Schirm folgt mit sehr wenig Leinenspannung, hält er sich unglaublich gut und gleichmäßig am Himmel. Er hat keinerlei Tendenz zum Frontstallen, auch keinerlei Tendenz zum Backstall. Auch wenn man mal ein bisschen überzieht, da ist er sehr gleichmäßig und neutral, sodass man hier wirklich auch zum Foilen hier von einem optimalen Kite sprechen kann für Einsteiger in dem Bereich, und auch im Intermediate-Sektor ist die Performance hier wirklich jederzeit gleichmäßig und ausrechenbar, und auch wenn man wie hier Fehler macht, da reicht die Kraft immer noch aus, um einen gleichmäßig wieder aufs Foil zu bewegen. Und das Ganze erfolgt wirklich absolut unspektakulär. Und schauen wir auf den Wave-Sektor, so haben wir hier mit dem Triad eine wirklich tolle Positionierung bei schräg auflandigen bis Sideshore-Bedingungen. Für richtige, extremere Side-Offshore-Bedingungen müsste die Kappe halt noch ein wenig weiter vorne im Windfenster stehen können. Das tut sie aber nicht. Nichtsdestotrotz ist sie für die hiesigen Bedingungen wirklich echt gut geeignet, um hier mit gelenkten sowie im gedrifteten Stil jeden auch wirklich noch so anspruchsvollen Wave Rider zufriedenzustellen. Auch hier glänzt die Kappe einfach mit einem echt wunderschönen Barfeeling. Das Ganze geht halt alles leicht und spielerisch von der Hand, was man von dem Kite will, sodass man sich auch hier nie besonders konzentrieren muss. Und genau dieses Feeling setzt sich auch beim Springen fort. Ja, der Triad ist nicht derjenige, der hier am höchsten springt oder am allerlängsten trägt. Er hat einen wirklich guten Lift, er hat eine gute Hangtime, aber das ist alles nichts Außergewöhnliches. Da gibt es endlos viele Schirme, die mit einem ähnlichen Leistungspotenzial aufwarten oder sogar mehr. Aber dieses einfache Aneinanderreihen von Sprüngen, Drehungen, hier mal ein Kite Loop, zwischendurch nochmal einen Turn fahren, das ist das, was einfach diesen Schirm ausmacht. Man hat halt die ganze Zeit nur das Gefühl, ich muss hier einfach rumspielen mit dem ganzen Ding, weil der Schirm gleicht auch eventuell Fehler komplett aus. Zudem hat er so ein leichtes Sheet and Go, nicht so ausgeprägt jetzt wie ein 5-Strat Hochleister, sondern mit einem leichten Anziehen der Bar lässt sich schon ein guter Sprung vollziehen. Klar, aktiv gekantet und sauber hochgelenkt bringt er mehr Leistung, oder auch bei viel Wind geht es insgesamt natürlich noch höher rauf, aber das sind ja alles normale Sachen, die eigentlich auch mehr oder minder für jeden anderen Schirm gelten. Dieses leichte und spielerische, ich kann es gar nicht oft genug sagen, ist das, was einfach hier total Bock macht. Obwohl das Konzept der Kappe insgesamt anders ist, kann man hier wirklich fast ein bisschen von dem neuen Bandit sprechen. Also bevor man ihn in zwei verschiedene Gruppen zerteilt hat, in den Bandit S und den eher Freestyle-lastigen Schirm. Dieser Triad, der kann halt einfach aufgrund der Einfachheit seiner gesamten Bedienung einfach jedes Fahrkönnen optimal abdecken. Er kann in allen Bereichen hier auf die angenehmste Art und Weise geflogen werden, ohne irgendwie jemanden zu überfordern. Der Anfänger wird gar kein Problem damit haben. Der Kite startet auch leicht aus dem Wasser. Okay, erwähnt werden muss, die Bar ist jetzt nicht unbedingt unser Freund. Die löst zwar sicher unter 8 Kilo bei 120 Kilogramm aus, aber sie lässt sich halt wirklich nur sehr schwer wieder zusammenbauen. Also das ist aber auch nicht unbedingt das Pflichtprogramm. Da kann man auch jede andere Bar, die ohne Y auskommt, hier mit verwenden, ohne dass eine Funktionssteuerung bei der Safety zu erwarten ist. Vom Fahrer oder Fahrerinnengewicht gibt es keinerlei Einschränkungen. Er ist eher noch besonders empfehlenswert, sogar auch für leichtere Fahrer und Fahrerinnen, aufgrund der geringen Kräfte, mit denen man hier zu Werke gehen muss. Für den Schwereren empfehlen wir definitiv, so wie es auch sehr sauber und gut und ohne Übertreibung beschrieben wurde von Robin Naish in seinem Produktvideo. Es ist kein Problem, den Schirm auch 1 oder 2 Quadratmeter Größen größer zu fahren für die schwereren Personen, ohne dass hier der Gesamtcharakter in irgendeiner Weise verloren gehen würde.
Wer ein wirkliches, komplettes Gesamtpaket auf die leichteste und spielerische Art und Weise erleben möchte und das mit einer möglichst hohen Agilität, der ist beim Triad genau richtig.